Moin moin Leute, ich bin LittleConfusedBrain oder einfach Janik und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Tangle Tower zurück. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben, hier oben in Floras Turm und immer noch so ein bisschen dem Mysterium auf der Spur, wie denn jetzt hier wirklich dieser Mordfall geschehen konnte und warum dieses Gemälde immer noch ein Messer hat und alles schon ein bisschen komisch ist. Was mir jetzt gerade direkt auffällt, ist, dass hier auch auf dem Pinsel blutrote Farbe war. Das ist ja schon ein bisschen komisch, oder? Die hat sie auf jeden Fall festgehalten. Konnte noch nicht mal ihren Pinsel säubern. Die Palette ist mit mehreren Farben vorbereitet. Die meist vorhandene Farbe ist das Schwarz in der Mitte. Der Pinsel ist noch mit getrockneter roten Farbe bedeckt. Also das war auf jeden Fall die letzte Farbe, die sie hatte. Können wir eigentlich auch mit ihr reden? Weil das wäre ja wahrscheinlich sehr spannend, nicht wahr? Flora, Fellow? Heide Witzka. Hey, sorry to barge in. I'm sure you're still in some distress. We need to ask you a few questions, I'm afraid. Did you witness the murder, Flora? Sehr wortkarg, die Dame. What do we do? Not sure. She's entitled to her silence, I suppose. For now. Sie selbst? Is there anything you'd like to tell us, Flora? Ich denke nicht. I don't really know anything about you at all. I think that's the way she likes it. Ja. We'll just have to ask other people about her. Andere Leute über sie ausfragen. Okay. Der Vortag? Freya was painting your portrait yesterday. Is that right? Was this something you had planned with her ahead of time? Was there something special about yesterday? Did you talk to Freya at all while she was painting you? She's not Vielleicht ist sie going auch to stumm. answer us, is she? Nope. Alles möglich. But at least we can say we tried. Das ist wohl wahr. Aussage. Wir können eine Aussage von ihr jetzt schon nehmen? Flora, you were definitely in the room at the time of the murder. Surely you must have seen something? Can you tell me anything about what happened to Freya? Oh, die Haare, das sieht so cool aus, wie die da mal She's reinflattern. acting pretty suspicious if you ask me. I don't Ja, know. das ist wahr. Maybe she really doesn't know anything. How is that possible? Okay, wir haben hier jetzt noch andere Close with Freya? Personen und können dann halt How quasi are you die two related? Verbindungen da noch abfragen. Did you kill Freya? Grimoire! What? I don't even think she's listening. Einfach mal Oh, straight up she's fragen. listening. Sie hört auf jeden Fall zu. Ja, wir können jetzt manche Sachen vorlegen oder halt darüber reden. Aber dazu wird sie auch nichts sagen. Was soll sie denn groß dazu sagen? Zum Did you Porträt? ask Freya to paint this? Or was it her idea? What is that you're holding in the painting, Flora? Some people have been saying it's a knife. Also entweder man kann sie wirklich mit einer speziellen Frage brechen. Das kann ich mir gut vorstellen. Oder sie wird halt nie etwas Is that a sagen. gramophone? Das ist ein I Grammophon. think so. Except it's got a tape deck instead of a turntable. Da kommt eine Kassette Also got rein. a big crack down the middle. Aha. Anstelle von Schallplatten spielt es Kassetten ab. Es ist zur Mitte des Raumes hin ausgerichtet. In der Mitte befindet sich ein großer Riss, der vom Trichter bis zum Kassettenspieler hinabführt. Können wir das eventuell... Da wollte ich nicht hin. Mit der What about the beschädigten... cassette tape? Genau. Yeah, it sure is. Pink. Eine Kassette, die einen Riss in der Mitte hat. Auf dem Etikett steht eine handschriftliche Nachricht für Freya. Do you think it still works? The gramophone? Yeah, we could give it a Lasst go. uns ausprobieren. Probieren wir es. Probieren wir erst einmal die beschädigte Kassette.
In der Aufnahme hört man jemanden draußen laufen. In der Ferne ist ein verzerrtes Summen zu hören. Okay. Und für Freya. Vielleicht ist das ja sogar das gleiche Lied. It's piano music. Es ist eine Aufnahme von Klaviermusik. Sie spielt eine Weile lang und endet. Voll der Spoiler. Ich wollte noch weiterhören. Hört man jetzt aber nichts Wildes. Okay, gehen wir hier erstmal von dem Grammophon weg. Wir haben uns das Ei schon angeschaut. Wir haben uns eigentlich gut hier alles im Raum angeschaut, würde ich behaupten. Gut, es gibt jetzt noch natürlich verschiedene Personen, die wir befragen könnten. Wir können jetzt sowieso einmal komplett durch den ganzen Raum, ja, durch den ganzen Turm noch weitergehen. Das macht das Ganze ja auch so problematisch. Wie süß sehen die Figuren hier aus. Gehen wir erstmal hier rüber. Werkstatt. Oh nein. Der ist ganz schön betrübt. Sir? Can you hear me? I'm Private Detective Grimoire. I have some questions for you. Grimoire. Good mysterious name. I'd rather like it. Felix Fellow at your beck and call. Felix And, Fellow. This is my colleague, Sally. Yeah, that's a perfectly good name as well. Thanks. If you would, Mr. Fellow, we really need to ask you about the murder. Well, I must say I'm rather jealous of you two. Neidisch. Why's that? Out here solving mysteries, exploring new places, Das uncovering stimmt. secret rooms, hidden treasures. That's what life is all about. Secret rooms? Generally speaking. Geheime Räume, that huh? sort of thing. Gutes Indiz. Sie selbst. So, Felix, what exactly do you do? Is it not obvious? I'm an explorer. Explorer / treasure hunter. Yes, well, best in the world. We're talking like curse statues, spike pits. It's a little more sophisticated than that. But I've certainly seen my share of danger, if that's what you're asking. And, if I may ask, when did you retire? You listen here. I may be between ventures right now, but it's simply not in my nature to stay in one Da, place so for wirkst du too auch nicht. long. So wirkst du auch I nicht. go wherever the winds of destiny take me. Don't you live here with your wife and daughter? Yes, well, the Fellow family has certain loyalties, and with Flora the way she is, Nothing wrong with raising a family, Mr. Fellow. don't misunderstand me. Fiona and Flora are my entire world. They are the greatest treasure of all. Uh-huh. Der Vortag. Why on earth would you want to know about that? The murder of Freya Fellow. The reason we're here? Ah, right. Nasty business. Nasty business. I regret that I can't be of any help, but I wish you all the best in your investigation. Hear that, Grimoire? We're done here. Let's go. It's a simple question, Felix. I'm sure you're up to it. Well, there's not much to tell. Mostly, I was in my room by myself, working on Flora's, working on a project. Your An room is einem quite Projekt. close to Flora's tower. You didn't hear anything unusual? What qualifies as unusual? What have you got? Ich sag jetzt gar nichts mehr. It was dusk. A feeling lingered in the air. Malevolent, perhaps. Uncertain as life itself. Abridged version, please. Right. Fine. I heard someone heading down the stairs.
just outside my room. The footsteps were calm, orderly, so I thought nothing of it. Shortly afterward, I heard a second set of footsteps, going the same way. This time I could tell just from the sound that something was wrong. So I looked out into the hallway. I got a glimpse of Poppy disappearing down the staircase to the floor below. Didn't know what to make of it, to be honest. I thought perhaps she'd had a disagreement with Fitz, as I know those two are close. So I looked into his room, just in case, but it was empty, as was the garden beyond his window. Back in the hallway, I bumped into a very concerned-looking Penelope. She was heading up Fellow Tower to find Professor Pointer, so I escorted her. We went into Flora's room. Poor Freya was laying on the floor. Und Flora war gar nicht mehr im Raum. Fitz and Pointer were there already. Flora too, of course. Of course. Soon enough, everyone else made their excuses and left. Ich glaube nicht, dass Flora da war. You? Not I. I stayed. Flora needed me. Natürlich. Natürlich. Wie stehst du denn zu Flora? Flora, a remarkable woman. Yes, been married over 20 years now. You two still get on? Of course. What a question. She Natürlich. hasn't gone quiet on you. It's true she has an independent streak. She's had it her whole life. She's the youngest of 3. Always something of a lone wolf, you know? Just the way she is. Lone wolf is putting it lightly. She doesn't seem to want to talk to anyone. She just likes time to herself, away from the company of other humans. Other humans? Well, yes, other people, you know. Uncommonly skilled as an artist, but Freya was so much more than her talent. She helped me get started with my own painting, you know. Ach It so. taught me what she knew about wood carving, too. Tremendous patience. She was ever so good with dear Flora. Freya and Flora were close? Oh, yes, especially recently. How are you Warum? related to Freya? Somewhat distantly, as it happens. My father, Lord Fellow, was her grandfather. Technically, that makes her a fellow. Let's just say there was some discussion over whether she ought to carry the name at all. There's a family tree in the Grand Hall. You should take a look at it. What about her inheritance? Freya's parents died when she was around 3 years old. Oh, She traurig. came to live here shortly afterwards. Nobody left her a thing? I'm afraid not. She had no formal claim over anything at Tangle Tower. Kann er auch was zu sich selbst sagen? Currently basking in his... Let's move on. Ich glaube, das Thema ist abgehakt. Ja. Das haben wir alles so. Real Eine treasure. echte Schatztruhe. Why else would it be locked? Plus, there's a treasure map hanging directly above it. Was haben wir da? What's the deal with that painting on the front? Da ist auf jeden Fall ein X, was den Spot Not markt. sure. We should check that treasure map too. Benutze die Schatzkarte, um die Kombination für das Zahlenschloss der Truhe zu entdecken. Also ein X. Davor ist grün und... Grün auf der rechten Seite, geradeaus eine Palme. Links das. Ja, ist ja eigentlich hier dann, oder? Habe ich so schnell gefunden? Okay, das Rätsel war sehr simpel. Ja, es ist hier. I4. Die Frage ist aber, wenn wir I4 eingeben... Wofür... Ja, wir gucken nach Norden. Ja. Nothing. Did you check the treasure map for clues? And what about that painting on the chest? Warte, wir sind auf dem X. I4. Und wir gucken nach Norden. Links ist der Drache. Rechts das Grüne. Weiter hinten. Obwohl, Moment.
Guck mal, erst sagen, dass man ja so super schlau ist und dann, ne? Doch blöd sein. Was ist, wenn das hier ist und man guckt nach Westen? Weil die Palme ist ja schon sehr weit weg und der Stein hinter dem Drachen. Deswegen ist es vielleicht H6 und wir gucken nach Westen. That's done it. Nicht schlecht. What was in the box? More wooden models. Holzmodelle. These are a little different to the one on the desk. Bemalte Modelle. Ein Modell, das einem Kind mit grünen Haaren ähnelt, ein Modell, das einer Frau mit grauen Haaren ähnelt, ein Modell, das einem rot-weißen Vogel ähnelt und ein Modell einem breitschultrigen Mann ähnelt. Die hölzernen Modelle wurden per Hand bemalt. Die Bemalung lässt zu wünschen übrig. In der Nähe befindet sich ein Farbtopf mit roter Farbe sowie ein Pinsel. Auf dem Pinsel ist rote Farbe angetrocknet. Irgendwie wirkt es so ein bisschen so, als wäre die rote Farbe ein Problem hier, ha? A hammock. It's kind of worn out. Nettes Bett. I would politely describe it as Ausgiebig bewohnt. Ja gut, das kann man auch sagen. So, wir können jetzt noch den Raum hinuntergehen. Das ist der Raum von Freya. Tatsächlich jetzt gerade nicht mehr ganz so belebt. a pillow with a paw print pattern. Ein It's a cushion. Pfotenpolster. Yeah, but that doesn't alliterate. Haben wir hier noch eine It's a little Truhe? wooden box for paintbrushes. Für Pinsel. Casual observer, maybe. Ui, was haben wir hier They're not real denn? paintbrushes. Es sind keine echten Pinsel. Looks like they're part of some kind of lock mechanism. Mhm. Also, wir müssen erstmal hier alles aneinander ordnen. Ah. Nee. Nee. Ja, aber das, was ich da vorher hatte, das passt da am ehesten rein. Vielleicht müssen wir auch an manchen Punkten wirklich Lücken lassen. Oder das muss oben links hin. Könnte auch sein, weil das sieht eher aus wie der Anfang hier oben. Das muss da oben hin. Sehr sicher. Dann ist nur die Frage, wie macht man da oben direkt weiter? Oh wei. Das sieht aus, als ob es dann ganz nach rechts müsste, weil da ist so ein Streifen dran, wie es fertig aussehen muss. Also wie die Maßeinheit ist oder so. Kann man die auch drehen? Nee. Hm. Oh, das passt da sehr gut hin. Sehr gut. Das passt hier halt auch eigentlich. Ah. Das passt da rein, aber dann passt das hier links nicht mehr wirklich. Könnten wir hier weitermachen? Ja. Das könnte so passen. Okay. Wir machen einfach mal weiter hier. Oh, guck mal, wir haben's. Zack. Dass wir so eine große Fläche haben. So, und jetzt wissen wir, was genau? Links ist am kleinsten, rechts ist am größten. Und was bedeutet oben oder unten? Und schräg und... Oh. Ach, unten sagt er, welche Farbe es sein muss. Hier sagt er, wie der Pinsel sein muss. Darüber die Farbe und dann die Länge. Also ganz links muss der kürzeste Orangene. Ganz rechts wissen wir, muss der längste Pinsel hin. Ja, das wird einer von den beiden sein. Da muss ein schräger hin. Hier muss ein Fächerpinsel in Pink hin. Also einer von den beiden. Hier muss ein blauer, also eine blaue Spitze sein. Hier muss einfach nur schräg hin. Hier muss der längste hin. Hier muss der kürzeste mit orangenem Dings hin.
Hier muss grün sein, hier gefächert und pink. Aber hier muss blau hin. Wir haben kein weiteres Blau. Ich sehe ein Problem. Oder wie genau kann man dieses links nach rechts gerade deuten? Sortiere das Papier, um einen Hinweis zu finden. Orange. Kurz. Das ist auf jeden Fall er. Danach kommt grün. Das kann dann nur er sein. Nee, das könnte auch er sein. Weil dann könnten wir die tauschen. Und dann geht's auf. There we go. Let's go. Perfect. Was haben wir hier drin? What was in the box? Just a photograph. Ein Foto. Well, most of a photograph. Oh, wer wurde da rausgekattet? Das hat schon sehr, sehr große Bedeutung. Ein Foto von zwei Mädchen. Eines hat rote Haare, das andere hat grüne Haare. Grün? Es fehlt ein großer Teil vom Foto. Scheinbar wurde es zerrissen. Aber von wem ist dann auch die Frage natürlich. Drawings taped up on the wall. What's that one on the left? Looks like two people standing together in a garden. One of them's holding a red rose. Die Zeichnung eines Mannes, der mit einer Frau zusammen im Garten steht. Er hält eine rote Rose. Das ist auf jeden Fall Penelope. Dann könnte das wahrscheinlich Fitz sein. Eine Zeichnung, die eine junge Frau darstellt. Eine Zeichnung, die eine Person in einem Umhang darstellt. Fifi. Okay. Interessant. That painting is really something. Das Painting ist sehr, sehr Why would krass. you want it looming over your bed like that? Gute Maybe Frage. Frey enjoy the atmosphere it creates. The atmosphere of chaos and oppression? Hang on. There's a smaller version down by the floor. It's a photograph. Ein Foto von Freyas abstrakten Gemälde. Ein Stück Klebeband hängt daran. An den Rändern wurde mit schwarzer Tinte Linien gezeichnet. Das sieht fast aus, als ob das ein so ein Stück ist von so einer großen Wand, wo man viele Zusammenhänge zieht. Weil das sind definitiv solche... Oder als ob die irgendwas hier erklären wollte. Wie in so einer Art Präsentation oder so. Nun gut. Gehen wir mal in den Raum hier oben. Eigentlich hätten wir links erst abschließen sollen. Naja. Astronomieturm. Wie süß sieht er denn aus? Er ist richtig am Viben. Und wenn ihr auch am Viben seid, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part von Tangle Tower wieder. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich immer wieder neue Tidbits zu kriegen, um zu sehen, wo die Story so hinführt. Ich bin sehr gespannt, wenn wir sie irgendwann lösen werden. Bis dahin, euer Brain. Tüdelü mit Ü.